Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch ein kleines, süßes, entspannendes Altered Book. Das ist sehr clean, das ist eigentlich sonst gar nicht so mein Stil, aber für dieses hier passte das jetzt richtig. Und zwar ist das Der kleine Prinz auf Italienisch. Das ist wie gesagt, ein Altered Book, ist ein Buch, das man abwandelt. Das heißt, es war mal ein normales, richtiges Lesebuch. Und wenn wir dieses Buch nehmen und machen daraus ein Art Journal oder ein Junk Journal oder ein Klebebuch, also ein Glue Book, so wie ich in meinem Fall, dann nennt man das Altered Book. Ich habe, als Vorbereitung, das kann man hier sehen, hier sieht man ja diese großen Beulen, ne? Und zwar sind das hier, ich zeige das mal, in der Mitte eingenähte Seiten, ne? Hier sieht man noch die Fäden, die sind jetzt hier so ein bisschen locker. Das hält aber trotzdem alles, weil die Seiten hier auch noch irgendwie festgeklebt sind unten. Und da habe ich jeweils in der Mitte von diesen Signaturen, so nennt man das, ne? Also ein so ein Bündel Seiten, das hier eingenäht ist, ne, ist eine Signatur. Und da, wenn ich in der Mitte hier Seiten rauslöse, dann bleibt die Bindung ja trotzdem bestehen und hält das Buch zusammen. Das ist also hier in dem Fall die Technik gewesen. Und hier sieht man auch an den 3 Bögen, dass es also 3 von diesen Signaturen war. Und hier in der Mitte habe ich jeweils ein ganzes Teil der Seiten rausgenommen. Also mindestens die Hälfte der Blätter, die in diesem Buch sind, habe ich rausgenommen, eher noch ein bisschen mehr. Dadurch, dass es jetzt 2, 3 Jahre her ist, kann ich euch nicht genau die Anzahl sagen, aber es war mindestens die Hälfte. Und das mache ich deshalb, wenn ich das Buch so lassen würde, wie es ist, und klebe dann auf beide Seiten von einem so einem Blatt jeweils noch Papier drauf, dann wird das ja auch entsprechend 3-mal so dick. Ne? Das bewirkt dann, dass diese Seiten hier vorne immer weiter auseinanderstehen, weil es ja immer dicker und dicker wird und aufpuffert. Um das zu vermeiden, nehme ich Seiten raus, dann kann ich am Schluss das immer noch schließen und es hat so die richtige Dicke. Heute bearbeiten wir eins meiner unfertigen Objekte, und zwar ist das Der kleine Prinz auf Italienisch, so ein kleines zartes Buch. Da habe ich vor sehr langer Zeit mal angefangen, schöne, entspannende Bilder reinzukleben. Und da habe ich mir jetzt für die Stellen, die ich noch weiterhin überkleben will, das hier zum Beispiel schon Bilder rausgesucht und zurechtgeschnitten. Also das kommt hier hin. Ich zeige euch das mal gerade. Dieses hier kommt hier unten hin. Das lasse ich so stehen, damit man sieht, was das ursprünglich mal war. Dann kommt hier das hier hin. Dieses werde ich drin lassen, weil das ja auch ein Bild vom kleinen Prinzen ist und das ist also quasi eine Referenz an das Buch, ne, wo das ursprünglich herkommt. Außerdem finde ich das auch sehr entspannend, weil mich das an die Geschichte vom kleinen Prinzen erinnert. Hier die Zahlen, die habe ich freigelassen, das finde ich eigentlich sehr schön. Dann kommt das hier hin und das hier hin. Das hier, der süße Hund, der kommt hier hin. Das finde ich farblich unheimlich schön. Dann eine ganze Seite. Ups, das passt ja gar nicht. Dann kommt das dahin. Das hier hin. Ich muss eine Seite überblättert haben, wo die Gießkanne rauf soll. Ah, hier. Hier kommt die Gießkanne hin. Und das bleibt wieder. Das kommt hier hin. Und das hier hin. So, das klebe ich jetzt erstmal fest. Da müsst ihr mir ja nicht bei zugucken. Ich nehme nochmal einen Klebestift, weil diese hier, die habe ich vor mindestens 2 Jahren auch schon mal mit Klebestift festgeklebt. Das hält alles bombig. Und ganz ehrlich, das Buch ist für mich. Ich verschenke es nicht, ich verkaufe es nicht. Und wenn sich da irgendwie in 5 Jahren mal was löst, klebe ich das einfach nochmal nach. Also da mache ich jetzt gar kein Heckmeck mit. Ich klebe das fest und dann geht es weiter mit der Schrift.
für die Schrift habe ich mir hier Sachen rausgesucht, auch aus Zeitschriften und ja, ich weiß nicht, vielleicht noch ein paar aus Büchern. Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Karl Valentin, das wäre auch schön was fürs Cover, ne? Hier vorne. Hier noch ein bisschen zurechtschneiden, ein bisschen mit was unterlegen. Als Beispiel. Also hier diese ganzen freien Seiten, die ich habe, ne, oder auch wenn ich so eine halbe Seite, hier habe ich ja noch ein bisschen Platz, hier ist ganz viel Platz. Also hier ist ja unwahrscheinlich viel freier Raum. Und da möchte ich gerne hier zum Beispiel auch, da habe ich hier noch ausgeschnittene, schöne, schöne Sätze und Sprüche, so Stille finden. Hier zum Beispiel passt das schon mal toll hin. Also da werde ich mir auch Sachen aussuchen, die ich dann zu den einzelnen Seiten dazu packe. Ich habe die Bilder jetzt alle soweit eingeklebt. Gut, Schnelldurchlauf. Also ist alles drin. Und jetzt möchte ich gerne noch aus diesen Sprüchen, die habe ich mir jetzt auch schon hier zurechtgeschnitten und am Rand ein bisschen abgerundet, weil die Bilder sind ja auch alle abgerundet und das finde ich passt dann auch schön dazu. Das Einzige ist, wo war das jetzt? Hier vorne, das hatte ich schon eingeklebt, das ist jetzt nicht abgerundet, aber das passte so super dazu. Da war mir klar, dass das hier rein muss, deswegen ist das hier jetzt schon drin. Ja, dann gucken wir mal. Also ich gehe jetzt danach, weiß ich, welches Motiv ich habe, dass die Farbe vielleicht passt oder der Text gut passt oder ich muss ja auch ein bisschen auf die Größe achten. So, gucken wir mal hier zum Beispiel. Das ist rot-blau, also hier hellblau ist im Hintergrund schön. Wobei hier ein größerer Platz ist. Spare dir nie etwas für besondere Gelegenheiten auf. Das Leben ist eine besondere Gelegenheit. Okay, das kommt hier hin. Oh, das sieht schön aus. Dann noch ein kleiner Spruch für hier. Das sind Blumen so auf dem Tisch mit Blau. Kleine Momente haben eine große Bedeutung. Wir können sie zu Momenten der Freude machen. Das ist doch schön, oder? Gut, das bleibt hier. Ich bräuchte eigentlich noch mehr mittelgroße. Das müsste irgendwo längs hin. Gut genug statt perfekt passt hier. Das ist viel zu knallig. Einfach perfekt. Das passt hier schön hin. Und Träume. Ja, aber das, nee. Dieses Türkis passt gar nicht rein. Romantik. So, okay. So klebe ich das mal auf. Wir sehen uns gleich. Dann haben wir hier ja noch das Cover. Da habe ich mir so verschiedene Sachen ausgesucht, Dinge, die wir lieben. Es sind die besonderen Dinge, über die wir uns am längsten freuen, zum Beispiel diese hier. Das passt natürlich zum Thema dieses Büchleins perfekt, aber das sieht ja nach nichts aus. Also es ist viel zu hell, viel zu weiß. Also obwohl das Buch ja sehr clean ist insgesamt und das ist ja auch so gewollt, da müsste ich dann irgendwie was Dunkles hinterlegen, aber es ist mir, glaube ich, zu öde. Dann habe ich Wir brauchen Zeit fürs Nichtstun, das finde ich auch schön. Ist mir aber vielleicht auch ein bisschen fahl für den Hintergrund. Und dann habe ich, dieses hier ist eine Seite aus dem Buch, gehört ja zum kleinen Prinzen, also passt perfekt dazu. Das könnte ich mir so zurechtschneiden, hier raufkleben und könnte hier den Kreis ausschneiden und könnte da dann, Zeit ist das schönste Geschenk, so darauf kleben. Also wisst ihr, was ich meine? Hier ein Loch, dieses Zeit da rein, das zuschneiden und dann würde ich von diesem dunkelblau hier am Rand auch noch was hier so vorscheinen lassen am Rand, damit das nicht so weiß ist. So, man sieht man das hier in der Kamera durch. So müsste ich das hier zuschneiden. Dann male ich mir das
hier drunter mal an. Ich lasse es ein bisschen, also ich schneide mir jetzt nicht den Innenkreis zu, ich schneide mir das so ein bisschen hier wie den Außenkreis zu, damit ich das von innen dahinter kleben kann. Also hier, 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 hier. So, habe ich so grob den Kreis. Ich schneide hier jetzt von innen, weil ich ja den Außenrand noch als Rahmen haben möchte. Das heißt, da möchte ich jetzt nicht durchschneiden. So, dann hier den Kreis ausschneiden. So. Das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Kleben wir schon mal fest. So, dann die Ecken abrunden. Okay. Hier muss ich ein bisschen ergänzen. So, das habe ich hier jetzt raufgeklebt. Das fällt überhaupt nicht auf, wenn ich das hier rauflege. Und den Rand werde ich noch abrunden, aber dazu klebe ich das hier erst drauf. So, da mache ich das jetzt wie folgt. Ich nehme wieder eine kleine Düse. Und klebe das hier von innen erstmal. So, und hier weiß ich ja jetzt nicht genau, wo ist der äußere Rand. Und deswegen gehe ich von hier an den Außenrand. Und dann habe ich auf jeden Fall auch dieses Dings hier komplett aufgeklebt. Okay. Ränder. Und dann kommt das hier rauf. Ich habe hier jetzt alles reingeklebt und jetzt ist etwas passiert, was mich ziemlich ärgert. Und zwar hat das mit den Klebestiften zu tun. Ich zeige euch, was ich meine. Ich hatte ja vor 3 Jahren schon mal ein ganzes Teil Bilder reingeklebt. Ich weiß nicht mehr, welchen Klebestift ich benutzt habe. Ich vermute mal einen Markenstift. So, und dann habe ich ja jetzt neu noch Bilder reingeklebt. Dieses zum Beispiel. Und das war mit diesem Klebestift. Den gibt es beim Action, ich glaube in der Kinderabteilung. Ich meine, der kostet 50 Cent, also höchstens 1 Euro. Ich meine, da sind 2 in einer Packung für 1 Euro. So. Der ist, wenn ich das mal zeige, der gleitet so munter übers Papier, gibt aber nicht immer wirklich was ab. Kann man jetzt nicht so gut erkennen. Also wenn ich da was mit festkleben will, da muss man wirklich mehrfach so an die Ränder, damit auch wirklich einigermaßen genug Kleber drauf ist. Das heißt, ich traue diesem Kleber nicht unbedingt. Ne? Damit kann man was fixieren, wenn man am Schluss noch den Rand rumnäht oder wenn es nicht so wenn es was ist, was man selber verwendet, so wie dieses Buch hier, dann kann man das machen. Ne? Aber ich hatte jetzt gedacht, damit habe ich also die Bilder geklebt. Und wenn man so guckt, also jetzt hier nicht hingucken, ist das wunderbar glatt und der Rand ist auch sauber. Jetzt habe ich für die Schrift, habe ich gedacht, nehme ich jetzt mal diesen Klebestift, den gibt es auch beim Action. Kostet ungefähr auch 1 Euro. Der schmiert. Ich zeige euch das mal. Also ich nehme den jetzt raus, wische hier so rüber, ne?
Da schmiere ich ein dickes Ding ab und hier am Rand wischt es auch schon rüber. Also ich muss unheimlich aufpassen, dass man da nichts mit, dass man hier auch keine Klumpen drin hat, ne, was natürlich bei dem zu klebenden dann eine Beule im Papier bewirkt. Der hat aber den Vorteil, wenn ich hier so gucke, der hat auch wirklich alles benetzt und der klebt unheimlich gut. Ne? Das heißt, da brauche ich so keine Sorge, vielleicht geht es in 5 Jahren ab, aber so erstmal, wenn ich das Papierstück damit benetze und klebe es auf, das klebt absolut. Hat aber auch den Nachteil, wie gesagt, dass es schmiert. Wie ich jetzt feststellen musste, hat es auch noch einen weiteren Nachteil, und zwar erwellt das Papier. Seht ihr das, wenn ich das so ein bisschen schräg halte? Dieses hier ist ganz glatt und dieses hier hat gewelltes Papier. Und es hat dieses Papier gewellt, das heißt, auf der Rückseite geht es auch noch durch. Es hat aber noch was anderes. Und zwar, ich weiß nicht, kann man das erkennen, hier am Rand, der schmiert über und hat hier jetzt glänzende Rückstände. Ich halte das nochmal ein bisschen so, vielleicht spiegelt das mal irgendwie ein bisschen in der Kamera. Das ist total ärgerlich. Und das war auch nicht sofort so oder nicht sofort zu erkennen, sondern ich habe hier erst von vorne nach hinten die Schriften eingeklebt. Und als ich dann fertig war, hier sieht man es auch ganz extrem, und als ich fertig war, habe ich gesehen, es wellt. Aber da war schon zu spät, es ist feucht. Also wenn ihr dünneres Papier habt, nehmt auf gar keinen Fall diesen Klebestift. Der macht euch am Schluss das ganze Projekt kaputt. Ja, jetzt ist es so, ich muss jetzt mit leben. Ich finde es super ärgerlich, ne, weil das so auf den letzten Meter sich dieses, doch finde ich, sehr schöne Altered Book noch einigermaßen zu versauen, ist wirklich sehr, sehr, sehr schade. Okay, nichtsdestotrotz. Zeit ist das schönste Geschenk. Wir machen mal einen kleinen Flip-Through. So zum Abschluss. Schönes Bild, Definition von Hügge. Wir alle sind Teil einer langen Kette des Lebens. Ich möchte so malen, wie ein Vogel singt, Stille finden. Was andere über mich denken, geht mich nichts an. Also ich finde das jetzt schon beruhigend. diese sehr entspannenden, beruhigenden Bilder und dann noch schöne, positive Sätze dazu. Also das ist, ich denke mal, wenn man hier durchguckt, wahrscheinlich, wenn ich gleich durch bin, rege ich mich auch nicht mehr auf über den Kleber. Es ist besser, ein einziges kleines Licht zu entzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Das, was dich anders und seltsam macht, ist deine Stärke. Gut genug statt perfekt. Romantische Details. Gemütlich. Elfengleich. Zeitknappheit und Hetze sind wertvolle Umkehrsignale, die davor warnen, so weiterzumachen wie bisher. Wichtig. Glück. Träume, Romantik. Spare dir nie etwas für besondere Gelegenheiten auf, dein Leben ist eine besondere Gelegenheit. Kleine Momente haben eine große Bedeutung. Wir können sie zu Momenten der Freude machen. Glück, Wohlfühlen. You are doing your best, that's enough. Du tust dein Bestes, das ist genug. Aus kleinen Veränderungen kann etwas Großes werden. Das Leben hier und jetzt genießen. Ruheinsel. Ich finde das auch so passend hier mit dieser, das sieht ja aus wie so eine kleine Insel, ne? Sieht ja aus sogar wie Palmen. Traumhaft. Hier ist auch schön geschmiert. Einfach perfekt. Lebensfreude. Das ist meine absolute Lieblingsseite. Die Farben. Ich muss unbedingt was mit den Farben machen. Bunte Akzente. Unvergesslich. Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Das ist so schön. Wenn man im Augenblick ist, dann fließen die Ideen immer. Mit meinem Leben zufrieden sein. Jeder eigene Weg ergibt sich aus jedem Schritt, den du gehst. Jochen Schweizer, da ist hier ein bisschen kleben geblieben. Hier habe ich noch weggemacht.
Freude ist das Leben durch einen Sonnenstrahl gesehen. Fundstücke. Und das war's. Ja, ein kleines süßes Projekt. Geht, wenn man dran bleibt und das nicht 2, 3 Jahre liegen lässt, so wie ich, eigentlich relativ flott. Ist auch schön, wenn man Magazine oder Buchseiten zur Verfügung hat. Man kann auch diese Schriftsachen schreiben. Ne? Das hatte ich ja eigentlich ursprünglich vorgehabt. Ich hatte halt jetzt auch so viele von diesen Magazinen und Kalender, Ausschnitten und so über. Deswegen habe ich mich darauf jetzt beschränkt. Aber kann man natürlich auch in verschiedenen Größen machen. Man kann ja auch DIN A4-Bilder davon nehmen, die man aus Zeitschriften hat, oder Collagen machen. Also da sind ja der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Also ich finde das ein sehr schönes, hübsches Projekt. Und was ich hier auch mag, ist, es ist flach. Ne? Und das ist ja jetzt nicht gedacht zum Schreiben, das ist ja wirklich nur zum Angucken. Das heißt, ich brauche auch keinen Schickimicki mit irgendwelchen Taschen und Tags. Kann man natürlich alles machen, aber ich wollte dieses Projekt jetzt clean und übersichtlich und schmal und sanft und beruhigend. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.